Ja, dann gucken wir uns vielleicht mal ganz kurz unseren ersten Beitrag an. Der kommt von der Firma Computop. Den werden der Simon und der Nikat, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, vortragen. Die sind schon seit 2017 in Bamberg dabei, mit Confluence zu arbeiten und haben jetzt in den letzten Monaten und Jahren diese Wiki-basierte Zusammenarbeitssoftware zu einem Omnichannel-Intranet erweitert und erzählen uns ein bisschen, was dabei passiert ist, was es gebracht hat, was gut funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat. Das ist eine Aufzeichnung, die wir uns gemeinsam angucken. Ich freue mich sehr, dass der Simon und der Nikat das für uns mitgemacht haben und die sind später auch nochmal live dabei. Insofern stellt bitte fleißig Fragen, dann werde ich die später in der Q&A-Session aufgreifen, um das im Gespräch mit den beiden zu klären. Wenn die Mara bereit ist, würde ich sagen, können wir direkt loslegen. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit euch. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank an Cybert Media für die Einladung heute. Wir freuen uns zusammen, heute teilnehmen zu können. Mit wer wir sind, einmal bin ich, der Nikat. Ich bin seit 2015 bei der Computop und bin unter anderem verantwortlich gewesen für diverse Systemeinführungen, die wir gemacht haben, unter anderem Atlassian. Ich bin heute Abteilungsleiter für Business Solution und leite das Projekt Prozessmanagement und die internen Systeme. Und aktuell beschäftige ich mich mit so spannenden und aufregenden Themen wie die Regulierung und helfe beim Aufbau der Tochterfirma von Computop. Nun zu Simon. Ja, hallo, ich bin der Simon Badran. Ich bin seit 2017 bei Computop, habe verschiedene Systeme eingeführt, unter anderem auch Linchpin, weswegen wir heute hier sind. Bin hier dann auch weiterhin in der Betreuung zuständig für Weiterentwicklung und Optimierung. Und aktuell bin ich im Produktmanagement und betreue den Aufbau eines Redaktionssystems für die Entwickler-Dokus von uns Computop und unseren Partnern. Genau. Und zusammen werden wir heute unser Thema vorstellen, und zwar das Linchpin als Social- und Kollaborationshub und wie wir es heute im Alltag bei Computop nutzen. Dann kann ich gleich auch überleiten. Computop, wer oder was ist Computop? Wir sind ein internationaler Zahlungsdienstleister. Wir können Zahlungsabwicklung fast in allen Ländern durchführen. Wir haben seit über 24 Jahren Erfahrung in diesem Metier. Wir haben weltweit ungefähr 12.000 Kunden. Wir bieten eine Omnichannel-Payment-Plattform für alle Vertriebskanäle. Wir bieten auch über 350 Zahlungsarten an. Also selbst in Brasilien und Co. werdet ihr uns finden und können mit uns zusammenarbeiten. Und ein Steckenwert von Computop ist natürlich die weltweite Kooperation mit sehr vielen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und natürlich bezieht sich das Ganze auf den Finanzsektor. Und auf eine Zahl, auf die wir besonders sehr stolz sind: im vergangenen Jahr konnten wir über 35 Milliarden US-Dollar an Transaktionsvolumen über unsere Plattform laufen lassen. Und das zeigt auch in dem Markt, dass wir für den Mittelstand sehr, sehr groß sind. Genau, dann gehen wir mal weiter. Zusätzlich haben wir natürlich auch mehrere Standorte, an denen wir sitzen. In Deutschland sind es die ganzen Großstädte mit Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und natürlich unsere Zentrale Bamberg, das schöne Bamberg, wo es übrigens die meisten Biere gibt. Aber im Ausland findet ihr uns auch in Shanghai, in London, in New York. Ja, so viel zu Computop. Und nun gehen wir mal zur Ausgangslage, zu der wir hatten. Warum haben wir überhaupt Linchpin eingeführt? Ich muss da tatsächlich noch mal einen Schritt zurückgehen und auch erläutern, wie wir überhaupt auf die Atlassian-Tool kamen. Wir haben im Jahre 2014, 15 hatten wir ein Führungsbarometer bei Computop durchgeführt. Und dieses Führungsbarometer hat uns natürlich gezeigt, bei einem wachsenden Unternehmen
folgt natürlich auch, dass die Informationspolitik auf der Strecke bleibt. Also da wurde sehr viel Bedarf gesehen. Dementsprechend haben wir 2016 angefangen, Atlassian-Tools einzuführen. Wir haben erst mit Jira begonnen, weil wir das ganze Projektmanagement, die Steuerung, die Entwicklung darüber organisieren wollten. Wir hatten aber auch gleichzeitig eine Abteilung, das war zufälligerweise Simons Abteilung, das Produktmanagement, die dann damals gesagt hat, hey, ihr habt auch Confluence gekauft, wir würden sofort auf Confluence arbeiten, weil wir 2 Mitarbeiter haben, die das schon kennen. Wir haben es zugelassen, haben den angefangen und sie haben natürlich fleißig angefangen, da drin zu dokumentieren. Was für uns dann quasi so der Startschuss war, zu sagen, hey, wir sollten auch anfangen, jetzt Confluence als zentrales Tool im Unternehmen einzuführen und den Mitarbeitern schmackhaft machen, das Ganze. Und 2019 kam dann Linchpin dazu und das aus dem Grund, weil wir gesagt hatten, ja, wir brauchen eine zentrale Informationsplattform, weil unser SharePoint, den wir jetzt noch hätten, der hat nicht so ganz gepasst. Ich glaube, einige kennen auch den SharePoint 2013. Der war so als Informationswissensmanagement-Tool nicht so geeignet. Wir hatten auch das Problem, wir wollten nicht noch eine weitere Insellösung haben für unser Intranet. Deswegen haben wir nach einer Lösung gesucht, wo wir eben auf Confluence aufbauen konnten. Und damals, als ich dann auf der Messe Linchpin zufällig wahrgenommen habe und mich dann auch darüber informiert habe, war ich total begeistert davon und habe gesagt, oh, wir müssen auf Linchpin gehen, weil wir unsere Atlassian-Tools mit Jira und Confluence da perfekt integrieren können. Und so kam es dann tatsächlich zur Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, Linchpin wird unser Intranet-System auch gleichzeitig und wir bauen eine schicke Startseite, um einfach den Mitarbeitern den Einstieg zu erleichtern, weil ich glaube, das können alle Confluence-Nutzer auch sagen. Die aktuelle Startseite von Confluence, die ist echt nicht attraktiv und auch nicht sehr übersichtlich. Mit Linchpin hat man da natürlich einen deutlichen Mehrwert, weil man Menüs bauen kann etc. Aber bevor ich da ins Ziel gehe, würde ich gerne an Simon übergeben, weil der Simon wird euch sagen, wie wir Linchpin überhaupt eingeführt haben, welche Herausforderungen wir dann seit der Einführung hatten und er wird euch natürlich ein bisschen durchs System führen. Simon, das Wort ist bei dir. Dankeschön. Ich möchte starten einfach mit der Kommunikation, wie wir Linchpin dann eingeführt haben und auch eben an unsere Mitarbeiter weiter kommuniziert haben, dass es eben eine neue Startseite ansteht, dass ein neues System ansteht. Das haben wir eigentlich mit 6 Etappen gemacht, beziehungsweise 6 Modulen. Wir haben zum einen How-Tos verfasst, wie man bestimmte Sachen machen kann, wie man beispielsweise einen Blogpost erstellen kann. Das war jetzt was. Wir haben das Ganze gleich schon auch mit Blog-Einträgen innerhalb von Confluence kommuniziert, die wir dann möglichst nach dem damaligen Stand eben gut präsentieren konnten, noch ohne Linchpin. Wir haben da auch Videos produziert. Das war auch dann was, wo wir in den Blog-Einträgen gleich eingebunden haben. Da waren unter anderem Videos dabei mit den Geschäftsführern, mit Marketing und so weiter. Und ich möchte euch jetzt heute ein Video zeigen, was wir eben als Abschluss, als 3. Episode für Confluence wird ein Intranet genutzt haben. Das Ganze hatte damals dann so ausgesehen. In the last news, you got insights into what our intranet has to offer. Today, we want to show you the making of the intranet. Simon im Team BSO hat sich im letzten Jahr einen sehr großen Wissensschatz zum Thema Intranet angeeignet. Richard hat die Chance genutzt und hat hieraus ein Projekt initiiert. Last year at an Atlassian event in Hamburg, I met Cybernet Media with their intranet product. It became very clear that this product fulfills our requirements for company-wide information sharing.
The solution was then presented to the management. After the presentation, the management immediately supported the project and provided the required budget. We also took a look at other companies, how they structure their solution, how they deal with the content and how they introduced it. With this as an inspiration and good cooperation between PR and communication, marketing, business solution and our external consultant Kati from Cybert Media, we built up our new intranet. Hi, I'm Kati from Cybert Media. I worked in the project as an external consultant. We started the conceptual phase in June. The structure of your Confluence provided a good base. We could easily enhance the system with intranet features. Das neue Intranet glänzt jetzt nicht nur durch eine neue Startseite, sondern ihr werdet im Laufe der Zeit viele Funktionen entdecken, die euch die tägliche Arbeit erleichtern. If you have any questions about the intranet, please contact your space gardeners, in German Bereichsgärtner, or visit the short internet meetings hosted by Siemens. Our new intranet launches on Thursday, October 17th. On October 15th and 16th, access to Confluence is restricted to it only. Be excited about the results. Genau, was jetzt hier in dem Video auch schon angesprochen wurde, war zum einen, das ist schon mal ein kleiner Einblick in die Startseite, wie sie damals ausgesehen hatte. Zum anderen wurden die Bereichsgärtner erwähnt. Hier haben wir für uns festgelegt, dass es eigentlich für jeden Confluence Space mindestens einen Bereichsgärtner gibt jeweils. Der hat dann die administrativen Rechte und so weiter. Da kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Mit denen haben wir auf jeden Fall auch kommuniziert, damit eben hier auch das Intranet besser angenommen wird, beziehungsweise damit wir hier sicher gehen konnten, dass das auch gut angenommen wird. Des Weiteren haben wir auch einen Intranet-Treff veranstaltet, der in unregelmäßigen Abständen mittlerweile stattfindet. Früher öfters, die Bereichsgärtner-Meetings finden auch noch regelmäßig statt. Von daher, wenn es hier neue Informationen oder sowas gibt, werden die gleich ins Haus getragen, entweder über direkten Kontakt zu unseren Mitarbeitern, aber auch über Blog-Einträge. Zu guter Letzt haben wir auch noch einen Flyer produziert, damit eben das Ganze papierhaft nochmal ist, für die Leute, die jetzt hier keinen direkten Einstieg ins System hatten. Mittlerweile ist es so, dass wir hier die oberen 4 Module weiter nutzen, wie ich schon gesagt habe, Bereichsgärtner-Meetings und Siemens Intranet-Treff als Face-to-Face-Lösung. Dann die How-Tos, immer wenn was Neues eingeführt wird oder wenn bestimmte Fragen häufiger aufkommen, stellen wir hier How-Tos online und kommunizieren das Ganze auch in Blog-Einträgen. Die Bereichsgärtner haben wir schon jetzt erwähnt. So sieht beispielsweise dann auch unsere Seite aus über die Bereichsgärtner. Wir haben hier einmal die Mission, dass es schnellen und intensiven Support gibt für die Mitarbeiter. Sowohl technisch als auch fachlich dann haben die Bereichsgärtner hier auf jeden Fall sehr viel Ahnung. Das ist sehr praktisch. Wir haben festgelegt, dass es eine generelle Struktur gibt über bestimmte Bereichstypen, damit die User sich hier genau zurechtfinden und das Ganze dann auch einfach effizienter wird, weil sie eben wissen, okay, ich muss da und da klicken und finde die Informationen, die ich suche. Die Gärtner können durch ihre Adminrechte natürlich dann auch Templates und Blueprints erstellen, mit denen sie dann die Arbeiter wieder effizienter gestalten. Sie können Prozesse einführen oder auch nutzen einfach. Und insgesamt stellen wir so eine hohe Datenqualität sicher. Der Prozess an sich folgt natürlich dann der Mission. First-Level-Support für die Space-Members. Wir liefern den Gärtnern dann auch Support, wenn es tiefergehende Fragen sind. Und eben, wenn es neue Funktionen gibt oder sowas, zeigen wir den Bereichsgärtnern erstmal aus unserem Testsystem eben dann, wie könnte das Ganze hier funktionieren, könnte mir das anwenden, und so kommt dann auch Input von den Bereichsgärtnern, damit die eben dann sagen können, ja, das passt oder das passt eher nicht, und dann entscheiden können, okay,
das wenden wir an oder das wenden wir jetzt für uns nicht an, weil es da keinen Anwendungsfall gibt. Und zu guter Letzt sorgen die Bereichsgärtner natürlich auch für die Datenqualität. Da haben wir beispielsweise auch eine Archiving-Funktion. Nitschad hat es schon gesagt, es gab natürlich auch Herausforderungen seit 2019, seit wir das Intranet eingeführt haben. Es war nicht so einfach hingestellt, sondern es entwickelt sich, es ist ein lebendes System. Nachher sehen wir dann noch mit einem Blick in unser System, was sich ein bisschen geändert hat im Vergleich zu dem, was im Video gezeigt wurde. Eine große Herausforderung war auf jeden Fall unser Unternehmenswachstum. Wir sind sehr, sehr stark gewachsen. Komplette im Unternehmen, also an Projekten, Wachstum, Abteilungen, Teams, alles ist gewachsen. Mehr Mitarbeiter sind es auch geworden, sieht man hier auch sehr gut. Wir hatten seit der Einführung von Confluence annähernd eine Verdoppelung unserer Mitarbeiter, wenn man es hier sieht, 84 im Mai 2017, mittlerweile jetzt 161 allein für Deutschland. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen, dass wir das gut managen und das eben dann jetzt auch die Ziele weiterverfolgt, die wir hatten, eben, dass es übersichtlich ist, dass es übersichtlich bleibt, damit die Informationen auffindbar sind und die ganzen Sachen, die wir hier besprochen hatten. Außerdem gab es neue Anforderungen unsererseits. Da hat der Nitschad auch sehr mitgewirkt, dann natürlich bei der Compliance, bei der ISO-Zertifizierung für uns. Wir haben Single Sign-On weiterentwickelt. Wir haben Jira-Integrationen vorgenommen, dass hier Automatismen gibt beispielsweise, dass man aus Jira-Tickets heraus Confluence-Seiten erstellen kann, die dann auch gleich befüllt sind und so weiter. Es kamen sehr viele neue Spaces dazu, durch das Wachstum, generell durch die Projekte und so weiter. Natürlich hat sich auch Linchpin weiterentwickelt. Wir haben hier verschiedene neue Funktionen getestet, eingeführt und so weiter. Als Beispiel den Linchpin Enterprise News Workflow, mit dem redaktionelle News veröffentlicht werden können durch ein Approval beispielsweise. Bei Linchpin Events haben sich Sachen geändert. Generell auch andere Add-ons kann man hier gut nennen noch. Wenn da eine Änderung ist, testen wir das Ganze, schauen eben, okay, ist es relevant für uns? Ist es eine große Änderung? Muss ich hier was, passiert hier eigentlich eine Änderung, die einen größeren Einfluss hat auf uns und so weiter? Da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Und Optimierungen sind auch da gewesen. Wir hatten die Startseite mit Tabs eingeführt am Anfang und hatten dann festgestellt, okay, die Leute möchten nicht unbedingt jetzt hier viel in verschiedenen Tabs wühlen, um ihre Informationen zu finden, sondern haben dann gesagt, okay, wir schaffen die Tabs ab. Das zeige ich jetzt eben gleich, denn wir kommen dann zu der Präsentation unseres Intranets. Die Startseite sieht dann hier so aus. Bei uns, da ist der Fokus generell auf News und da haben wir jetzt beispielsweise die Aufgaben und so weiter beiseite gelassen. Da kommen wir nachher auf jeden Fall noch drauf. Wir haben hier oben die redaktionellen News mit dem Linchpin Enterprise News Workflow, den wir schon hatten gerade. Hier gibt es Abteilungsreporter, das sind ähnlich wie die Bereichsgärtner, eben Personen, die in ihren Abteilungen ständig auf der Suche sind nach Neuigkeiten, die man hier veröffentlichen kann, die dann von unserer Abteilung PR und Communication eben dann auch redaktionell aufbereitet werden, damit das Ganze dann auch sehr ansprechend gestaltet wird. Hier unten drunter haben wir unsere Announcements, die sind Blogposts, die mit dem Label Announcement versehen sind. Hier kann man sagen, das sind ganz normale Blogposts, wo der Verfasser bzw. das Team oder die Abteilung entschieden hat, okay, das muss jeder sehen. Sie sind jetzt aber nicht unbedingt so groß, dass es hier eine redaktionelle Behandlung mit bräuchte. Das sind auf jeden Fall alle. Wenn wir jetzt hier nach unten scrollen, haben wir eben hier noch die My Subscriptions. Da kann jeder User selber entscheiden, was er möchte. Nicht ganz. Anhand von seinen Profildaten gibt es beispielsweise Pflichtabos oder Standardabos, die halt voreingestellt sind.
Rechts nebendran Market Observations, das sind auch ganz normale Blogposts, die eben mit einer Kategorie versehen sind für Market Observations. Das heißt, hier kann man einen schönen Überblick bekommen, was eigentlich am Markt gerade so los ist. Und hier unten drunter die Computer Public News, einfach nochmal eine Einbindung von einem Webfeed von dem Blog unserer Computer-Webseite. Diese Sachen hier wurden bei der Einführung mittels Tabs gelöst. Hier hätte man dann klicken müssen, das kam nicht ganz so gut an. Darum haben wir uns dann entschieden zu sagen, okay, wir machen das Ganze so, dass es hier eben direkt sichtbar ist durch ein Scrollen. Und rechts haben wir den Microblog. Den nutzen wir hier als schwarzes Brett einfach für leichtere Kost, um dann eben einfach zu sagen, okay, hier wird das Gebäude, was bei uns gegenüber ist beim Büro, umgebaut, das verzögert sich jetzt, hier hat jemand einen Massagetermin frei. Das ist dann eben nicht ganz so unternehmensrelevant, aber dennoch praktisch zu wissen. Hier rechts oben haben wir dann nochmal unsere Maintenances rein, also die Ankündigung für Wartungsarbeiten. Beispielsweise für Jira ist jetzt hier demnächst geplant, damit man weiß, okay, wenn Jira jetzt mal nicht verfügbar ist, ist es vielleicht auch nur ein Wartungsslot und man kann das Ganze dann eben schon mal vorab wissen. Natürlich ein Button zur Essensbestellung und hier unten dann nochmal den ganz normalen Events, wo jetzt zum Beispiel wir hier heute bei der Konferenz teilnehmen. Ja. Ich würde gerne ganz ergänzen, weil das Essensbutton-Modul, da denken ja viele auch an Cybert Media Geschichte, die präsentiert wurde, dass sie eine eigen integrierte Essensmodul haben. Da ist tatsächlich was selbstentwickeltes, was wir dahinter gelegt haben, um schon mal vorab den Fragen zu klären. Korrekt, genau. Wenn wir jetzt mal kurz in einen Blogpost reinschauen, sieht man hier nochmal kurz, wir haben hier die Mehrsprachigkeit durch Tab-Lösung gelöst. Das heißt, wir haben die Tabs nicht komplett abgeschafft, aber wir haben uns hierfür entschieden, innerhalb der Blogpost mit Tabs zu arbeiten über ein Blueprint, damit die Kommentare und Likes dann zu einem Thema immer gleich sind. Das heißt, wir verfassen das hier auf Englisch und auf Deutsch, kopieren das rein und das Ganze wird dann so gelöst. Wir haben hier oben natürlich auch eine Navigation. Diese Navigation ist sprachabhängig. Das heißt, wenn ich mein Confluence hier auf Englisch habe, dann wird es auf Englisch angezeigt. Wird es Sprache auf Deutsch, dann wird das Ganze auch auf Deutsch angezeigt. Wir haben hier diese 3 Punkte. Das sind eigentlich auch schon die 3 Space-Kategorien, die wir hier haben. Einmal Team Spaces, dann Workspaces und Knowledge Spaces. Da möchte ich einfach mal anfangen mit den Team Spaces. Als Beispiel jetzt unseren Training Space, wo die Confluence-Trainings stattfinden. Das ist ein Workspace, das heißt, der Fokus hier auf die Space Activity und nicht jetzt auf irgendwelche anderen Sachen. Und generell haben wir gesagt, okay, der Space Gardener wird immer mit angezeigt und hier unten dann eine Anzeige von Team News und Events, die ausstehen. Für einen Knowledge Base haben wir uns den Fokus auf die Systeme hier beispielsweise gelegt. Das heißt, bei Knowledge Bases wird das Ganze über die Teaser hier gelöst. Der User kann dann genau schnell dorthin gelangen, wo er eben jetzt gerade Unterstützung braucht. Beispielsweise kann er über einen Button auf Confluence dann die Confluence How-Tos und Informationen anschauen. Beim Abteilungsspace jetzt hier von Nitschats Abteilung haben wir uns für ein Header-Bild entschieden und dann wieder Buttons zu den wichtigsten Themen, damit man hier schnell navigieren kann. Wenn ich jetzt hier oben auf My Department klicke, dann komme ich eben in den internen Space meiner Abteilung. Also das ist auch wieder individualisiert. Die internen Abteilungsspaces sind wie Workspaces angelegt. Das heißt, Fokus auf Space Activity, da sind dann Protokolle, Prozesse, was auch immer. Genau, Managementberichte und solche Geschichten. Genau. Hier unten, die Userlisten, die sind im Standard bei uns aus dem AD gepflegt, also Active Directory, Stammdatenpflege. Das heißt, sobald es einmal hier festgelegt wurde, was angezeigt werden soll, brauchten wir keine Änderung mehr vornehmen. Wenn jetzt beispielsweise ein neuer Kollege in das Team kommt, synkt sich das automatisch und der User wird dann hier angezeigt. Das haben wir im
Profil dann auch so gelöst, dass wir hier eben auf der linken Seite die Informationen haben, die aus dem zentralen Managementsystem hier kommen eben. Das heißt, diese Informationen kann der User, kann jemand in Confluence nicht anpassen. Die sind zentral über das Active Directory und über die Systeme dann auch gepflegt, beispielsweise in Jira und so weiter, werden dann auch die Gruppen angepasst und so weiter. Das ist dann gleich zentral eine Anpassung und das funktioniert dann in den Systemen. Hier auf der rechten Seite haben wir dann Sachen, die Neetschad selbst eingepflegt hat, beispielsweise seine Certifications, seine Expertise, Sprachen und so weiter. Und was sehr cool ist, dass ich diese Informationen hier alle auch hier rechts über My Contacts finden kann. Das heißt, ich habe hier jetzt meine Favoriten, aber ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich brauche jetzt jemanden, der Aserbaidschanisch spricht, suche das Ganze und dann finde ich, okay, Neetschad kann das und wenn ich hier jetzt weiß, okay, ich brauche eine Übersetzung, gehe ich auf Neetschad zu. Man kann jetzt wirklich alle Sachen, die hier im Profil hinterlegt sind, suchen und finden. Das ist hier sehr praktisch. Wir hatten vorhin schon auch gesagt, die Tasks, das hier ist jetzt hier rechts auch von überall im System erreichbar. Sehr praktisch, weil das braucht man nicht auf der Startseite, sondern wenn ich eine Aufgabe habe, die ich suche, kann ich immer draufklicken und das passt. Wir haben genauso gut noch im Launchpad die My Apps mit Zugriff auf verschiedene Systeme, beispielsweise Jira oder wenn ich Homeoffice beantragen will, einfach ein Klick hier und dann noch ein und schon ist man da im System. Genau, einen Punkt gibt es noch, den ich zeigen wollte. Das bezieht sich auf die Sprachen. Wir haben ja gesagt, okay, bei den News lösen wir das über Tabs. Ich habe mir jetzt mal hier eine Besucherrichtlinie gespeichert, eine Arbeitsanweisung. Und hier sieht man es schon rechts oben, hat es jetzt vorgeschlagen, okay, ich habe die Besucher-Arbeitsanweisung auf, aber mein Confluence ist auf Englisch. Da schlägt mir Linchpin automatisch vor, hey, willst du das nicht auf Englisch? Und ich kann das Ganze hier eben über den Language Manager dann nochmal automatisch umstellen. Hier mal einfach 2 Seiten, weil es mehr Kontext ist. Und da haben wir uns dann eben für diese Lösung entschieden. Genau, das war jetzt der Einblick in unser System. Und wir bedanken uns recht herzlich. Und freuen uns auf eure Fragen. Super cool. Da geht mir immer ein Herz auf, wenn ich unsere Kunden sehe, wie sie unsere Produkte nutzen. Das ist ja die eine Sache, wenn man so am Reißbrett oder relativ früh noch mit den Kollegen diskutiert, kann das irgendjemand gebrauchen. Und eine ganz andere, wenn dann jemand aus dem eigenen Leben, der eigenen Organisation berichtet und sagt, guck mal, wir machen das und das. Ich habe jetzt den Neetschad und den Simon zugeschaltet. Hallo, ihr beiden. Ja, hallo. Hallo. Ihr seid wegen der Uhrzeit und der Corona-Situation beide vermutlich zu Hause, was? Ja, richtig. Wir sind in einem Firmenlockdown quasi und arbeiten alle von zu Hause aus. Und in dem Firmenlockdown hat da die Nutzung von Confluence und Linchpin sozusagen gewonnen? Müsste eigentlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe mit ganz vielen Kunden schon gesprochen, die sagten, dass das sozusagen, das schickte der Himmel, dass wir das haben, weil das sozusagen dann auch den Letzten noch davon überzeugt hat, dass man auch sozusagen auf die Entfernung ganz gut zusammenarbeiten kann. Also Videokonferenz ist das eine, aber wenn es dann um tatsächliches Arbeiten geht, dann braucht man schon ein bisschen mehr Persistenz und so. Da hilft Confluence, glaube ich, sehr gut bei. Während eures Vortrags sind hier schon die ersten Fragen eingetrudelt. Und da wir nur knapp 10 Minuten haben, würde ich damit einfach mal direkt starten. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns euer System zu zeigen. Ich fand es besonders cool übrigens, dass ihr auch sozusagen live in dem System rumgeklickt habt. Da haben wir sozusagen häufig Situationen, wo Kunden sagen, naja, aus Compliance-Gründen kann ich jetzt hier nur diese Screenshots zeigen, weil da sind keine Personen drauf und übrigens, da habe ich auch nochmal die Hälfte sozusagen geschwärzt oder unscharf gemacht. Und das fand ich sehr schön, dass man einfach in dem Video schön sehen konnte, wie fühlt sich das so an, wie habt ihr das eingerichtet, wie
interagiere ich als Benutzer damit. Also vielen Dank für die Transparenz. Ja, sehr gerne. Sehr gut. Der Jan Bühlmeier fragt, wir Mittelständler, ca. 1000 Mitarbeiter, nutzen beide Systeme seit Anfang 2020 und haben sie so gut wie zeitgleich eingeführt. Aus welchem Grund lagen bei euch zwischen der Einführung von Confluence und Linspin 2 Jahre? Wenn etwas dahinter steckt, bin ich total gespannt auf die Hintergründe. Das lässt sich tatsächlich sehr leicht beantworten. Und zwar, ich habe auch in meinem Vortrag, glaube ich, kurz erwähnt, dass wir so eine Umfrage bei den Mitarbeitern durch die Uni Bamberg damals gemacht hatten, die eben unsere Schwachstellen uns aufgezeigt haben, womit die Mitarbeiter nicht zufrieden sind. Und ganz groß war das Thema Informationsmanagement auf oberster Stelle. Und dann sind wir dann noch eine Stufe tiefer dran angegangen, haben so ein Business Canvas Modell erstellt und haben geschaut, was für Informationen fehlen denn den Mitarbeitern. Und unser Fokus richtete sich immer tatsächlich am Anfang auf so Produktinformationen, ja, Dokumentation, Informationen, was kann das Produkt, wie, etc., so dass wir das Thema Intranet gar nicht so sehr stark auf der Agenda hatten am Anfang. Wir hatten damals ja, wie ich auch im Vortrag kurz erwähnt habe, den SharePoint als Intranet-Startseite, wenn es darum ging, dass wir Management-Ankündigungen reinhauen und sowas. Das hat zu dem damaligen Zeit uns ausgereicht, um zu sagen, hey, jetzt fokussieren wir uns echt wirklich mal auf diese Produktinformationsschiene. Wie bauen wir überhaupt Confluence auf? Wie arbeitet das Produktmanagement damit? Wie die Entwicklung? Wie unser Business Development? Wie die verschiedenen Abteilungen, die dann noch dazugehören? Und deswegen gab es diese 2 Jahre dazwischen. Ja, also wir leben beides. Also wir haben ganz viele Kunden, die nutzen Confluence einfach schon seit Ewigkeiten und entdecken Linspin erst später. Wir haben auch Kunden, die durch Linspin eigentlich erst Confluence entdecken. Das gibt es auch. Das ist vielleicht jetzt eher ein Fall, der ähnlich wie beim Jan gelagert ist. Und auch bei denen haben wir dann sozusagen Kunden, die das alles selber machen, wo wir dann überrascht sind. Die kommen dann mit irgendeiner Detailfrage, wo du denkst, wer seid ihr eigentlich? Wir denken doch eigentlich, ihr müsst sozusagen 18 Monate braucht ihr doch, um überhaupt zu entscheiden, dass ihr das einführen wollt. Und dann sagen, nee, wir nutzen das schon länger. Wir haben jetzt nur diese Detailfrage. Und dann gibt es aber auch andere, die sagen, hey, lass uns mal mit einem Dienstleister gemeinsam das Schritt für Schritt durchgehen. Ihr seid auch betreut worden, ja? Exakt, also wir hatten... Als wir Confluence eingeführt haben, ich meine, wir haben Jira sogar noch 2 Jahre eher eingeführt als Confluence, aber beide Systeme waren uns damals fremd. Wir haben halt eben durch den Markt erfahren, dass das gute Sachen sind, dass die ja damals sehr, sehr aufsteigend sind. Und ich meine, du hattest natürlich irgendwann mal von den neuen Mitarbeitern, die damals zu uns kamen, gab es schon die ersten, die ein bisschen Confluence-Erfahrung hatten, aber die hatten es halt auch nur auf der Anwenderebene. Und wir haben wirklich, man kann quasi wirklich sagen, wir haben von null angefangen, als wir das Ganze gemacht haben und damals mit dem Dienstleister angefangen haben. Ja, spannend. Auch eine Frage vom Jan war, welche konkreten Aufgaben haben die Bereichsgärtnerinnen bei euch? Wie habt ihr sie gefunden? Wie werden sie von euch auf die Aufgaben vorbereitet? Simon, gerne du. Ja, danke, ja. Ursprünglich gefunden war zum einen, es hat sich einerseits ergeben in den Abteilungen, in den Spaces, dass es halt Leute gab, die sich da sehr reingefuchst hatten und das gern schon mit übernommen hatten. Das ging am Anfang ein bisschen so einfach nebenher und dann gab es immer pro Space dann wirklich jemanden, beispielsweise, der den Space beantragt hat. Das läuft bei uns alles eben über uns, dass die Spaces nicht von jedem erstellt werden können. Haben wir halt dann so ein Sheet gemacht, was muss alles in einem Space dabei sein und da muss natürlich dann auch der Bereichsgärtner dabei sein. Von den Aufgaben, wie man eigentlich vorhin auch schon gesehen hat, First-Level-Support auf fachlicher Ebene, dass man eben sagen kann, okay, was muss ich jetzt bei dem Protokoll hier beachten, wie funktioniert es, wenn ich das mit einem Label irgendwo hinschicke sozusagen. Das ist beispielsweise einfach ein Beispiel, auch die Templates oder sowas, die haben die Admin-Rechte, die Space-Admin-Rechte, haben hier erweiterte Funktionen, nicht so wie die Standard-User eben. Und wir bieten denen eben dann auch noch Support bei tiefergehenden Anfragen, beispielsweise wenn die Anfragen zu Prozessen haben oder zu irgendwelchen Optimierungen. Ja, das ist eigentlich das zu den Bereichsgärtnern und da war noch die Frage, wie werden die geschult?
an sich gibt es so Basic-Schulungen von uns. Es gibt ein paar Advanced-Schulungen, die dann sich aus dem Intranet-Treff ergeben oder eben durch direkte Kommunikation an mich. Und wenn jetzt eben einer Bereichsgärtner wird, das heißt aufgrund seiner Motivation oder weil er einen Space braucht, dann kriegt er eben nochmal ein Advanced Training, wo er die wichtigen Funktionen dann nochmal in der Schulung gezeigt bekommt, damit er weiß, okay, welche Funktionalitäten gibt es jetzt, die jetzt nicht unbedingt ein Standard-User nur drauf haben muss. Sehr gut. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage von Frank Powileit. Wird auch der Linchpin-Onboarding-Prozess für neue Benutzer von euch genutzt? Und wenn nicht, warum nicht? Ja, ganz zufällig bin ich sogar derjenige gewesen, der damals die Onboarding-Prozesse bei uns mit einer Abschlussarbeit bei CompuTop gemacht hat. Nein, wir nutzen es aktuell tatsächlich nicht, weil wir haben, also unser Personal-Onboarding-Prozess, der läuft über Jira tatsächlich komplett mit über 20 Tickets da drin. Und eins dieser Tickets ist halt auch die automatische Erstellung der Schulungen für die Mitarbeiter. Und dadurch fangen wir das halt ab, dass jeder Mitarbeiter, der zu uns kommt, in die Conference-Schulung von Simon mit rein muss. Also da geht uns auch keiner flöten, sondern wir hatten einfach den Fokus auf das Modul noch gar nicht gesetzt. Und bisher funktioniert der Prozess so. Und da stehen gerade einfach andere Themen höher in der Priorität für uns. Kann ich jetzt vielleicht, bin ja nur der Moderator, nicht der Berater hier, aber ich glaube, die Frage, die der Frank gestellt hat, kommt auch so ein bisschen aus dem Hintergrund. Mit diesem Linchpin-Onboarding-Prozess kann man die Profilinformationen anreichern, sehr einfach, im System und dann anschließend die Personalisierung darauf, also für was interessierst du dich, in welcher Abteilung arbeitest du, an welchem Standort bist du, gib mir doch mal deine Telefonnummer. Also man kann da definieren, was Pflichtfelder sind, was sozusagen gewünschte Felder sind. Da weiß ich jetzt aus dem Vorgespräch, dass ihr mit der Personalisierung noch gar nicht so viel macht. Deshalb braucht ihr das vielleicht auch noch gar nicht so intensiv. Gell? Könnt ihr noch mal kurz über Personalisierung ist ja eine Funktion, in der Linchpin sehr stark ist. Habt ihr jetzt aber anders gelöst? Erzählt doch mal. Genau, wir haben das eigentlich in Anführungszeichen nur über die Berechtigung gelöst. Beispielsweise, wenn man die Startseite jetzt anschaut, kriegt man halt dann die News- oder Blogposts angezeigt, auf die man Rechte hat, darauf zuzugreifen. Und so wird das Ganze bei uns personalisiert. Wir haben jetzt keine Startseite oder andere Funktionen, die jetzt beispielsweise anders sind als beispielsweise die Frankfurter Kollegen oder die aus China, die haben jetzt keine eigene Startseite. Die einzige Unterscheidung ist die sprachliche Unterscheidung, die wir eben im Menü haben und in der Darstellung der Überschriften, aber sonst kriegt da jeder das gezeigt, worauf er Leserechte hat. Und solche Profilinformationen fragen wir halbjährlich über die Linchpin Pings ab, wo man dann eben drauf aufgefordert wird, bitte aktualisiert mal dein Profil, gibt es da was Neues, möchtest du neue Spaces abonnieren und so weiter. Ja, genau, so kann man das auch lösen. Und eins noch, was wir auch, glaube ich, erwähnt hatten, anhand der Profildaten aus dem AD, also welche Abteilung bin ich und so weiter, gibt es dann auch schon Abos, die eben voreingestellt sind. Das heißt beispielsweise, ich im Produktmanagement habe auf jeden Fall als Pflichtabo die vom Produktmanagement die Beiträge und kann natürlich ja noch andere sein, das ist dann abhängig von der Abteilung. Womit ihr so ein bisschen widerlegt hättet, dass ihr gar keine von den Personalisierungsfunktionen benutzt, aber wir wollen da nicht kleinlich sein. Frank hat da noch eine andere Frage, und zwar zum Thema Mehrsprachigkeit. Muss man dann alle entsprechenden Seiten mehrfach pflegen oder ist da ein Translator angeschlossen? Wie macht ihr das? Aktuell machen wir es noch recht manuell. Ich meine, die Zweisprachigkeit, die wir im Unternehmenshandbuch haben, das ist auch der ziemlich einzige Bereich, wo wir es so exzessiv nutzen, wo wir es aber auch brauchen, weil uns die BaFin auf den Füßen steht, sagt, hey, ich will aber das Organisationsbuch bitte nur auf Deutsch haben, kein Englisch. Wir würden es natürlich am liebsten in Englisch schreiben, weil wir halt internationale Kollegen haben, die natürlich die ganzen Richtlinien auch verstehen sollen. Von daher, da machen wir es wirklich manuell. Wir haben schon überlegt, ob wir das anbinden. Das wird auch wahrscheinlich irgendwann kommen, aber aktuell kommen wir noch so ganz gut klar. Genau, es bezieht sich aufs Unternehmenshandbuch und die News, das wird manuell gemacht, beziehungsweise
kann man natürlich auch durch einen Übersetzer jagen. Alle anderen Inhalte sind so ziemlich English first, wo dann auf Englisch verfügbar sein sollten, sobald ein internationaler Mitarbeiter dabei ist. Von daher sind eigentlich dann die Übersetzungen hauptsächlich fürs Unternehmenshandbuch und die News aktuell. Ja. Sehr gut. Gehen wir weiter. Die Mara guckt mir vermutlich schon auf die Finger, dass wir hier zum Ende bald kommen. Trotzdem, die Sriyana Acharya hat noch eine Funktion gestellt. Die Funktion My Subscription scheint so, dass man das subscribe werden kann, also abonnieren kann. Gibt es die Möglichkeit zu erfahren, wie viele Benutzer die Seite abonniert haben? Das scheint mir fast eine Funktionsfrage zu sein, aber fangt ihr mal an. Aber ja, man kann als Confluence-System-Admin sich hier einen Report über Lynchpin rausziehen, wo man dann sehen kann, okay, wie viele Spaces wurden von wie vielen Personen abonniert. Ja, Genau. also die Information ist jetzt nicht öffentlich für jeden zugänglich, wer was abonniert hat, insbesondere bei den persönlichen Abos. Einige, da muss man erstmal unterscheiden, es gibt sozusagen die passive Personalisierung, die einfach auf Profileigenschaften basiert. Das ist ja so Klick-Klack, also das könnte man sich sozusagen ausrechnen, wer da was hat. Und dann gibt es die aktive Personalisierung, wo die Leute selber was abonnieren können. Das meint die Sriyana hier vermutlich. Dafür muss man einen Admin-Zugang haben. Im Zweifel einfach mal bei uns im Support melden, wenn du die Funktion genauer analysieren willst. Ich hatte hier noch eine ganze Latte an weiteren Fragen, die ich euch stellen wollte. Jetzt, ich gucke mal ganz kurz, ich kriege sozusagen schon böse Zeichen. Müssen das vermutlich verschieben. Super cool. Vielen Dank übrigens auch an unsere Zuschauer für die aktiven Fragen. Sozusagen die von mir ausgedachten Fragen müssen dann auf spätere Zeit verschoben werden. Nijat, Simon, vielen Dank, dass ihr da wart und uns eure Story erzählt habt. Ja, danke für die Einladung nochmal und danke an die Fragen. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, als wir das Video aufgenommen haben. Danke auch von mir. Schönen Abend. Ja, schönen Abend.